Hallo und herzlich willkommen bei Tokh, Tokh, Tokh. So, heute sind der Micha und ich alleine und spielen mal das Spiel Stanley lernt 10 Fingerschreiben. Nicht Nein, ganz. Quatsch. Also wir spielen ein Spiel, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, es ist 2013 erschienen, also gibt es schon ein bisschen länger, aber du hast es gespielt, ne? Mehrfach. Wir spielen das Spiel The Stanley Parable, ursprünglich eine Half-Life 2 Modifikation. Ich müsste jetzt lügen, vielleicht 2011 schon als Mod rauskommen. Kann gut sein. Habe ich es damals auch schon gespielt und mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass die das zu einem eigenständigen Spiel entwickeln. 2013, wie gesagt, ist das eigenständige Spiel rausgekommen. The Stanley Parable hat einiges von der Mod übernommen, aber alles nochmal schöner, besser und größer und mehr. Und ja, ich zeige jetzt einfach mal das Startbild, The Stanley Parable. Wer es kennt, der wird die Faszination im besten Falle nachvollziehen können. Wer es nicht kennt, sollte, falls ihr das interessant findet, nur so wenig wie möglich hier anschauen, weil eigentlich alles, was man hier sieht, schon irgendwo ein Spoiler ist von dem Spiel. Ich war damals tatsächlich, ich habe den Beitrag bei Game One, damals lief noch Game One, gesehen. Von denen her war ich enttäuscht, weil die haben da richtig viel aus dem Spiel damals gezeigt. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das waren mir einfach viel zu viele Szenen. Im Vergleich dazu, da gab's die Sendung Reload. Sagt ihr die was? Boah, nee, gar nichts. Die lief, glaube ich, auf irgendwie auch im ZDF-Bereich oder so, oder 1+ oder keine Ahnung. Und die haben einen verdammt lustigen Beitrag zu dem Spiel gemacht, wo sie einfach eigentlich ganz halt nur drüber geredet haben, dass man von dem Spiel nichts zeigen darf eigentlich. Und wie sollst du einen Beitrag zu einem Spiel machen, wo du nichts zeigen darfst und auch nichts drüber sagen darfst und die trotzdem die Faszination rübertragen, aber nichts spoilern. Ich denke, wir schauen uns jetzt einfach mal an. Genau. Und gleich starten, ja. Gleich als Hinweis vorneweg. Wir haben hier einen Erzähler in dem Spiel und dem wollen wir auch sehr gerne zuhören. Der trägt einen Großteil des Spiels. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Happy Stanley. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Auch wenn es jetzt nicht so he had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Der Erzähler hat eine so schön einlullende Stimme. Ich würde den gerne die ganze Zeit so lip-sinken. So. Das Lustige, das Spiel, als es rausgekommen ist, das war dann doch auch, ist sehr gut angekommen, hat sehr gute Kritiken eingefahren. Und auch die Stimme, also von dem Erzähler, da waren die Spieler alle so begeistert von der Stimme. Man kann sich diese Stimme als Ansager für Dota 2 holen. Da gibt es verschiedene Ansagerstimmen von verschiedenen und da kann man sich auch wirklich diesen Synchronsprecher holen, der dann da in Dota 2 rumredet. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, Stanley, go to the meeting room. We go to the meeting room. Where is the meeting room? Das ist wohl der einzige Weg, den Guck mal, du wie gehen kannst. dreckig das hier auch ist. Man sieht einfach nicht aus den Fenstern. Trostlos. Nein. Ich weiß nicht, mit der Taste kannst du wahrscheinlich so eine Tür suchen. Ja, passiert nichts.
Können wir auch in die Hocke gehen und Sachen angucken? Such mal. Ah! Be my Valentine. Süß. Der Computer ist sogar an. So, Was kann haben wir man da? nicht. Username Access. Aha. So, we go to the meeting room. I hate Mondays. Ich habe auch eine Tasse. Das sagt Garfield. Nur dreckig hier. Also wer Source Game kennt, na gut, Counter-Strike einfach zum Beispiel, der wird das alles. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ah, also ich kann jetzt tun, was er sagt, oder ich kann einfach... Das ist die Frage, ob du das kannst oder nicht. Ich Ob du glaube das doch mal willst. recht. Ja, natürlich. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Aber jetzt komme ich auch nicht mehr zurück. Nee. Ja, ich wollte ich wollte zu Lounge. Das Zu Lunch gehen, ja. war meine Absicht. Zu chillen. Nur Leute. Boah, wie viele Mitarbeiter gibt's denn hier? Aber immerhin schön, dass er mich Stanley Wenn nennt. Stanley Nummer 427 ist. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ja. Hallo? Soll ich nichts trinken? Nein, er hat mit dem Yes, Raum aufgehoben. really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Okay. Schön. Wow. At Herrlich. this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Nur weil du But at last, he'd had enough of the amazing room and No! took the first open door on his left to get back to business. Okay. The first open door ist. So we get back to business? Ja, die Uhr geht sogar, oder? Ja. Aber es ist nicht tatsächlich Half jetzt, past 11, äh, James. die erste Tür links. Hat er gesagt. Ja, ja. Das ist die Frage, ob du Ich das will jetzt voll der kleine Gebell eigentlich sein, aber ich glaube, ich mach mal das, was er sagt. Je Aber nach- das sieht irgendwie gruselig aus da drin, da ist es dunkel. Da nicht. Egal. Das ist ja kein Horrorspiel, vielleicht- ne? Nein, das kann ich mal doch. Oh, Im besten Falle nicht. im And so besten he Fall nicht. detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, Hey. and got back on track. Vielleicht solltest du machen, was er sagt. Das klingt gruselig. Nein. Ja gut. Ich wollte jetzt nicht unbedingt runterfahren. Aber je nachdem, wie gut das glaub, bei ich ihr war ankommt, da kann man dann noch weitere Yet there was Runden not a single person here. Ah, the either. meeting room. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Diese Flipcharts, die sind unglaublich hilfreich. Ah, jetzt habe ich mir die gerade vorhin gar nicht durch. Ah, okay. Keep Ich calm. glaube, alles ist okay. So wie ich die Präsentation so sehe. Ah, süß. Der beste Satz überhaupt. Ja, vor allem... Jeder ist einzigartig, vor allem du. Oh Gott, wie lang geht denn das? Müssen wir uns das anschauen? Ist das irgendwie relevant? Der Erzähler hat gesagt, der Stanley ist weiter rausgegangen. The Broom Closet. Oh, Right? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. are you sure? Schade. Okay. Ja. Oh Coming nein. to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Bei dem Spiel braucht man echt keine Angst haben, dass man sich verläuft. Ich mache jetzt einfach mal das, was er sagt. Der Erzähler, also, er lässt einem eigentlich keine andere Wahl. Oh, schön.
Was haben wir hier? Executive Bathroom. Ja, geht nicht. Da findet man die Koksnutten. Ganz normal. Die sind alle gegangen und haben alle Türen abgeschlossen. Was ist denn los mit denen? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Einfach niemand. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Also ich kann hier eigentlich gar nichts sagen, der nimmt ja alles vorweg. Ja, aber das Problem ist halt dieses düstere, ich will es wissen. Das war hier, ne? Keyboard hat er irgendwas gesagt. Nein, hinter dem Schreibtisch. Das, also was du nicht wissen kannst, ist, dass ich hinter dem Stanley Schreibtisch just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Nein, das können wir gar nicht wissen. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. Ja, ich hab's gesehen, da He ist stepped into the newly opened passageway. Was ist denn das für ein Büro? Ist zu? Nein. Also ich glaube, das sind hauptsächlich zwei kreative Köpfe hinter dem Spiel gewesen. Die haben sich dann nach dem Spiel so ein bisschen aufgetrennt und jeder sein eigenes Ding gemacht. Und da gibt es auch mindestens 2 Spiele schon draußen und die sind beide auch an sich faszinierend. Don't push the red button. Das eine heißt... Oh, das weiß ich nicht. Das You ist ein don't know, super Jack. langer Name. Dr. Langeskov. Irgendwas mit einem Tiger und der heißt... Descending deeper into Tolles the Spiel. building, Und kostenlos Stanley auch, ne? realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Life Crisis. Okay, ich finde es nicht schön, dass ich jetzt hier unten bin. Aber wir haben ja von mitgekriegt. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Wir haben ja mitgekriegt, es ist ja niemand da, also kann ja an sich nichts passieren. Ja, aber... Escape. So. Ich bin so neugierig. Aber ich weiß nicht. Egal, nein, ich gehe da jetzt schon rein. Der hat es ja gerade gesagt, ne? Wir sind jetzt mal... Wir stellen gerade das so in Frage. Also warum nicht mal gucken, was hier so abgeht. Ein anderes Spiel, was auch, ich kann es leider nicht sagen von wem, aber von einem der beiden Köpfe kommt, ist A Beginner's Guide. Auch ein sehr tolles Spiel. The lights rose on an enormous room packed with television Gameplay screens. ähnlich. What horrible secret did this place hold? Ich fand's sehr Stanley krass. thought to himself. Did he have the strength to find out? Das, ungünstige Wahl irgendwie auch für ein Let's Play, weil, wie gesagt, du kannst ja gar nichts sagen, man muss ja einfach alles in sich aussagen lassen, das ist so faszinierend. Das könnte Was ich ist eigentlich jetzt in wieder diesem Raum, was sind das für zurückgehen. Bildschirme, was passiert hier bloß? Ist die Frage, ob nicht schon wieder eine Tür zugangen ist. Was? Da ist ein Kamerabutton. Großer Button. Ja, aber ich kann auch zurückgehen jetzt. Die Frage ist, habe ist die ich... Frage. Nein, ich drücke. Ich glaube, Now nicht the mehr die Zeit, monitors das jumped to zurückzugehen. life, their true nature revealed. Da ist Each 427. bore the number Yeah. of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Nothing. Oh mein Gott. Jeder wird beobachtet. Der hatte immer die Jeder ganze Zeit seine Hand so neckisch auf seinem Schoß liegen. Jeder Schritt wird genau vorgegeben. Da hinten sind wir. Okay. Aufzug? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's Fired. control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Wir wollen es rausfinden. No.
He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Oh, ich mag den Erzähler. Okay. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ich weiß nicht, wo drücke ich als erstes drauf? Wir müssen Facility Power Soll ich den großen roten Knopf drücken? Weiß nicht, ob da was passiert. Nein. Ach, schade. Ja, okay. Auf jeden Fall muss Stanley diese Maschine stoppen. Okay, wir müssen. Wir müssen. Einfach, weil wir können. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Aber jetzt können wir uns entscheiden, wenn wir es anmachen, sind wir wieder glücklich. Weil dann ist es ja alles wann so, du glücklicher war. bist, wenn du es anmachst und ist zwar alles so, wie es war, aber dann macht Stanley immer nur das, was auf der Bildschirm ihm sagt. Er macht das, was ihm gesagt wird, Schritt für Schritt. Ja, aber das macht er jetzt hier auch. Du machst aus und stoppst diese Maschine und bist frei, so wie es der Erzähler dir gesagt hat. Und was ist, wenn der Erzähler dieses gehirnmanipulierende Ding ist? Ich mach's einfach aus. Mal schauen, ist der Erzähler jetzt aus? Ganzes Spiel ist aus. Nein, Licht. Ich sehe nichts mehr. Ist abwarten. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. Yes. He had won. He had defeated the machine. Ja. Unshackled himself from someone else's command. Nie wieder das tun, was man uns Freedom was sagt. mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. No. Also das ist auf jeden Fall noch eines der schöneren Enden, sagen wir so. Ja, aber guck mal, wo steht denn die Firma? Wie kommen die ganzen Leute dahin? Hat er da gewohnt? Ist das wichtig? Wie er gerade gesagt hat, vielleicht ist das gar nicht so wichtig zu wissen. Stanley warum felt das the passiert. cool breeze upon his Hauptsache man ist skin, frei. the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Aber wir sind jetzt wahrlich glücklich. Happy. Cool. Und an diesem Punkt Waren wir? machen wir eine kurze Pause. Und zwar, oder wir lassen uns noch kurz. Ach so. Mhm. Bin ich jetzt wieder am... Genau, ich nehme mal kurz das Bild weg. Okay. So, das war die erste Runde von The Stanley Parable. Yay. Das Besondere ist, du hast es schnell gemerkt, wir haben hier einen Erzähler, der sagt, was Stanley macht. Die Frage ist, ob du dann auch machst, was Stanley machen soll. Also ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, würde ich komplett das Gegenteil machen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Und es gibt da viele Zwischenwege. Also ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Es gibt, glaube ich, über 26 Enden oder so. Boah. Stirbt er bei einem? Und
Nicht nur bei einem. Oh, hey, ich hatte Glück. Ich bin nicht gestorben. Du hast auch brav gemacht, was man dir gesagt hat. Ja, eben. Toll. Also- Ich habe gemacht, was die Maschine mir gesagt hat. So ungefähr. Aber ja, deswegen auch fast alles, was du hier machst, kann dir gespoilert werden, wenn du einfach nur ein bisschen was anschaust zu Stanley Parable. Mhm. Aber sehr zu empfehlen. Kann man auf jeden Fall weiterspielen. Doch, Gut, war ich cool. denke, wir sind erstmal für die erste Runde durch. Ja. Ja. Super. Ging Ja. ja recht flott. Dann wünschen wir euch noch viel Spaß. Vielleicht holt ihr hier das Stanley Parable. Ansonsten Für die anderen 25 Enten. die Wir anderen wollen ihn ja sterben sehen. 25 Enden. Genau. Da gibt's tolle Sachen. Gut, wir verabschieden uns. Danke fürs Bis Zugucken. zum nächsten Mal. Tschüss.